Das Verletzungspech hört einfach nicht auf. Der nächste ist verletzt. Mbappé fällt heute Abend gegen Benfica Lissabon aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da kommen wir gleich mal zu. Und ja, unser Gegner ist im Stadion gestern schon gewesen und dieser kleine Punkt da ist mitgereist. Ihr wisst schon, von wem ich rede, und da wollen wir ganz kurz drüber reden. Er war im Stadion, hat mittrainiert. Ja, und dann gucken wir nochmal auf das Spiel heute Abend und mein Livestream, der auch heute Abend auf jeden Fall stattfinden wird, wenn nichts irgendwas Großartiges passiert. Ja, willkommen zurück. Mein Name ist Dennis Hala Madrid. Ja, ich bin ein bisschen erschrocken, oder wie soll ich sagen, mir fällt eigentlich nichts mehr dazu ein. Der Nächste, der verletzt ist, Mbappé auch noch, ja. Der hat die letzten 2 Spiele ja so und so nicht ganz so gut performt, würde ich mal behaupten, um das nett auszudrücken. Und ich sehe und lese gerade Art der Verletzung, Probleme am Außenband des linken Knies, die bereits seit Dezember übrigens besteht. Ja, er steht nicht im Kader für das Spiel gegen Benfica. Ersatz ist natürlich ganz klar Gonzalo Garcia. Über den können wir ja auch gleich ganz kurz mal was sagen. Er macht das ja immer richtig gut. Er ist ein perfekter Ersatz und ich gehe auch stark davon aus, dass er heute Abend treffen wird. Das Problem ist nur, der möchte auch irgendwann mal festspielen. Ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit sich immer mit der Ersatzbank zufrieden gibt. Und das ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber ja, ich gehe da stark von aus, das wird das nächste Problem. Aber das Problem, was ich habe, ist, wann hört das mal mit den Verletzten auf? Irgendwie läuft jetzt, man sollte das jetzt wirklich hinterfragen. Ich habe das ja schon vor einem Monat angesprochen, dass es merkwürdig ist, ganz extrem mit den Verletzungen, dass wahrscheinlich diese ganze ärztliche Oberschichter, die Ärzte bei uns, das irgendwie alle nicht hinkriegen, oder die Spieler allgemein verheizt werden, weil wie viel Verletzte hat unser Team über das ganze Jahr jetzt mal? Und welche Verletzungen, komischerweise, treten immer wieder ein? Oder sie haben sie schon lange. Genau wie Bellingham ewig und Monate mit seiner Schulterverletzung gespielt hat, bis sie operiert werden muss. So, was oder wie kommen die Ärzte bei uns eigentlich dazu, der Ärztestab, diese Spieler durchgehend so lange spielen zu lassen? Dass das überhaupt abgesegnet wird von da ganz oben, frage ich mich. Das ist eigentlich eine Frechheit, meines Erachtens, aber ja. Ja, und dann kann man sehen, was man davon hat. Ich meine, man hätte ihn heute auch gebraucht. Ich meine, jetzt nochmal, sein Ersatz wird das schon machen. Da habe ich überhaupt keine Angst, Gonzalo Garcia. Aber trotzdem wäre ein Mbappé, vor allem mit seinen Toren, er hat schon 13 Stück in der Champions League, wäre trotzdem auch nochmal eine andere Liga. Aber ja, auch da, finde ich, wurde er verheizt. Er wurde einfach verheizt und ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu was ihr davon hält. Also, sorry, mir fällt da nichts ein, weil man muss sich mal überlegen, man hat einen Weltfußballer, der schon 38 Tore, glaube ich, diese Saison gespielt hat. Und dann hat er ein Knieproblem. Na, ganz sicher wird er auch selber sagen, nein, ich kann spielen. Ne, das ist die andere Sache. Ich kann spielen, ich will spielen. Aber trotzdem muss ein Ärzteteam dann irgendwann sagen, stopp, wir machen das jetzt erstmal, dann fällst du jetzt aus. Und nicht, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, zur wichtigsten Zeit, die jetzt beginnt, hat er Knieprobleme und wer weiß, was dabei auch rauskommt. So, nochmal, er hat einen guten Ersatz, ne, selbst wenn er ausfällt, aber ein Mbappé kannst du trotzdem nicht ersetzen. Das ist nun mal Fakt. So, und dementsprechend Katastrophe. Ich sage einfach nur Katastrophe. Ja. Übrigens, als zweites muss ich jetzt gleich mal kurz raushauen. Arda Güler hat übrigens heute Geburtstag. Erstmal alles Gute. Und ich hoffe, das Thema hatten wir ja gestern, schaut gestern nochmal mein Video an. Er sitzt auf der Bank, angeblich, weil unser Trainer nicht zufrieden war. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass das stimmt, was die Marca schreibt, aber anscheinend, oder das könnte passieren. Aber Mbappé nicht da, Güler auf der Bank. Nochmal, wer soll für Güler denn dort spielen, so weiter und so fort. Ja, ich bin mal gespannt. Und sonst kennen wir ja das Übliche. Mourinho hat so Wut, möchte angeblich die Pressekonferenz eigentlich boykottieren, bla bla bla, hatten wir gestern schon, er muss ja immer auffallen, beschwert sich über Vini Junior, macht dies, macht jenes und macht es im Endeffekt auch nicht besser, ne? Ja, und dieser kleine
Vogel da, Prestiani, der gesperrt ist wegen seiner Beleidigung gegenüber Vinny, der ist tatsächlich dort und hat mittrainiert im Stadion. Also ich bin ja echt gespannt daran, das ist doch absichtlich, ne? Das soll so sein und von Benfica, das hat bestimmt auch Mourinho gesagt. Oh, komm mal mit, mach mal. Ich meine, er müsste, wenn er gesperrt ist, er spielt nicht, er muss nicht mitkommen. Nun gut, könnte man sagen, wenn er jetzt anderweitig gesperrt wäre, wegen einem Foul oder rote Karte anderweitig, hätte er sagen können, okay, ich komme mit, um die Mannschaft anzufeuern. Aber in dem Fall ist das ganz ehrlich bestimmt nicht so, sondern einfach um ja da zu sitzen, um die Realfans noch wütender zu machen. Ja, ich bin gespannt heute Abend. Wir werden das verfolgen. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Mbappé verletzt. Ja, mir fällt da eigentlich nichts so ein. Ich könnte jetzt sagen, die Ärzte haben da einen Schatten, ganz ehrlich. Also mir fällt da nichts so ein. Und Arda Güler hoffe ich, dass er spielt, vor allen Dingen an seinem Geburtstag und dann am besten noch ein Tor macht. Das wäre natürlich am besten. Wenn er gar nicht spielt, ja, das Thema zu unserem Trainer hatte ich gestern auch schon erwähnt. Und ja, und ich bin gespannt, wie die Fans reagieren und überhaupt, was dort passiert. Ich bin echt gespannt. Das könnte ein sehr hitziges Spiel werden. Und dementsprechend lassen wir es heute. Wie gesagt, heute Abend ist das Spiel. Schaut rein bei mir. Ich denke mal so gegen 20:30 Uhr. Ja, könnte mal 20:30 Uhr, 20:45 Uhr werde ich dann live sein. Ja, also schaut gern vorbei. Und dann würde ich mal sagen, Hala Madrid, und wir hoffen natürlich auf einen Sieg. Hausen ist ja auch nicht dabei, soweit, also ist noch fraglich, glaube ich, ne, und so weiter und so fort. Bin gespannt, ob er Trent übrigens spielen lässt hinten. Ich wäre angebracht, ihn wieder spielen zu lassen von Anfang an, weil der hat harmoniert perfekt mit Valverde. Ja, aber ich bin mal gespannt. Unser Trainer ist ja auch für Überraschung immer wieder gut. Also, bis heute Abend, Freunde.